Mit der Musik steht und fällt jeder Film. Jetzt kann ich für ein normales Urlaubsvideo eine ruhige Musik als Ambiente nehmen. Ich kann es aber auch dramatischer machen. Und zwar so, dass die Musik zum Video passt. Beziehungsweise schneide ich mein Video so, dass das Video der Musik angepasst wird. Ja, in jeder Musik, vor allem im dramatischen, da haben wir einzelne Ausschläge in der Wellenform, das sehen wir. Das können verschiedene Bässe sein oder ein Tusch, ein Becken, was auch immer, Dramatik halt. Und auf diesen Ausschlägen, auf diesen Beats, man nennt es auch on the beat, ja, wenn wir darauf unser Video schneiden, dann hat das was ganz Besonderes. Das Video wird lebendiger dadurch. Und diese Akzente in der Musik, die kann man nutzen, um zwei Szenen miteinander zu verknüpfen. Ja? Also von der einen Szene auf die andere springe ich dann, oder was ganz Besonderes zu zeigen. Wenn ich jetzt ein Lied habe, das hier bum, 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 dann ist es natürlich blödsinnig, wenn ich bei jedem Ausschlag, bei jedem Beat die Szene wechsle oder das Bild. Ja, dann wird man bescheuert von. Aber so Kleinigkeiten kann man machen. Wenn es nur eine Farbnuance ist oder die Helligkeit verändern. Ganz besonders gut könnt ihr sehen in dem Film von mir über den Wald, ja, wo ich meine Tochter gefilmt habe im Schwebestativ. Das verlinke ich euch hier oben nochmal. Da sieht man, wie ich das Video eben der Musik passend geschnitten habe. Dass jede Bewegung von ihr zum Beat passt. Auch das kurze Video von der Videobearbeitung, welche Videoschnittsoftware man nehmen soll. Dort sieht man auch nochmal kurz, wie ich das gemacht habe. Aber ich zeige euch jetzt mal gleich bei einem Beispiel, wie man es machen kann. Wie Soundeffekte wichtig sind für Videos und die entsprechende Musik dazu. Wie man das Video so legen kann und so schneiden kann, dass es dramatisch ist. So, ich habe jetzt hier mal das Videomaterial genommen von meinem letzten Video, den Jogger. Und da kann ich euch mal ein bisschen was zeigen. Das Video ist ohne Ton, also man sieht nur einen Jogger laufen, mehr nicht. Dass das jetzt ab und zu hier ein bisschen ruckelt, das liegt daran, dass ich eben die andere Software noch laufen habe, um den Monitor abzufilmen. Also keine Sorge. So, jetzt könnte man hier eine schöne Musik drunter legen. Zum Beispiel sowas hier wird auch gerne gemacht, so eine ruhige Musik. Klingt dann so. Viele nehmen so eine ruhige Musik als Ambiente im Hintergrund. Wir können das aber ein bisschen dramatischer machen. Dazu nehmen wir uns erstmal ein paar Soundeffekte. Ja, wir wollen also den Läufer hier ein bisschen authentischer, ein bisschen plastischer wirken lassen. Dazu nehme ich einmal einen Sound, der die Schritte hier wiedergibt, also das Laufen von dem Jogger selbst. Das hört sich so an. Ist fast 100% synchron, wenn nicht, ist nicht ganz schlimm. So, als nächstes soll der Jogger noch ein bisschen atmen beim Laufen. Das klingt dann so. Klingt schon sehr authentisch. Wie gesagt, das Ruckeln hier ist wirklich nur dadurch, dass ich die andere Software noch laufen habe. Okay. Jetzt haben wir zwei Spuren mit Soundeffekten. Also der Läufer klingt schon mal wie in echt, ja, er atmet beim Laufen und man hört die Schritte. Jetzt nehmen wir uns eine dramatische Musik. Und zwar nehmen wir uns die hier mal. Wichtig, lasst euch die Wellenform anzeigen. Braucht man nämlich gleich noch. Das würde jetzt ungefähr so klingen. Ist aber noch nichts Wildes, weil da fängt die Musik gerade an. In der Mitte klingt sie so. Und so weiter und so fort. Ich nehme jetzt aber nur mal das Ende
Und zwar möchte ich euch da etwas zeigen. Ich möchte nämlich zum Schluss hier, man sieht hier die Ausschläge. Und dort soll immer was geschehen im Video. Das nennt sich auch on the beat. Normalerweise ist es im Film ja so, dass der Komponist für die Filmmusik die Musik zum Film eben komponiert. Man kann es auch andersrum machen, klar, aber die Leute machen sich schon vorher Gedanken, welche Musik, welches Stück wohin passt. So, ihr habt jetzt natürlich nur die Möglichkeit, fertige Musik zu nehmen. Aber, wir hören uns das Ganze jetzt mal an kurz. So, ihr hört immer bei den Ausschlägen. Und nochmal. Zum Schluss. So, und da soll was passieren. Den Schluss kann man so machen, dass man Läufer eben dann dass genau ab dem Moment, wo der letzte Tusch hier kommt, ja, da soll das Bild ausblenden in schwarz. Wir gucken uns das letzte Stückchen jetzt einfach mal an, wie das aussieht. Ja, also genau bei dem letzten Tusch blendet es über ins Schwarze. So, und mit den 3 Sachen hier machen wir auch was ganz Tolles. Und zwar nehmen die Videospur, gehen direkt davor, dass es hier passend ist, und schneiden da ein Stück raus. Dann gehen wir in Frame auf 2 weiter und schneiden wieder. Das gleiche machen wir bei der Stelle. Und hier an dieser Stelle. So, die Stellen, die nehmen wir uns jetzt und bearbeiten die einfach mal. Und zwar setzen wir die Helligkeit was hoch und den Kontrast. Ja, mehr ist das nicht. Das machen wir jetzt mit jedem Teilstück, was über diesem Peak hier liegt. Und am Anfang. So, also bei jedem Peak passiert jetzt etwas. Ja? Ich habe also das Video so geschnitten, beziehungsweise die Musik so gelegt, dass genau bei diesen Ausschlägen immer etwas was passiert. Irgendwas, man kann Szenenwechsel zum Beispiel machen, also von der einen Szene auf die andere wechseln, bei so einem Ausschlag, bei so einem Peak. Oder eben bestimmte Sachen zeigen. In dem Falle jetzt machen wir einfach die Helligkeit was höher von diesen Stellen. Ja, und das fertige Video sieht dann so aus. Ja, jetzt habt ihr den ersten Eindruck, wie sowas aussehen kann, wie es dramatisch ist, wie ich auf den Peaks die einzelnen Szenen so geschnitten habe. Wie gesagt, es ist ja nur eine Szene eigentlich, aber man kann verschiedene Szenen so wählen. Demnächst kommt noch ein Video, wo man es ganz besonders gut sieht, wie ich es gemacht habe. Und ja, ich zeige euch auch irgendwann mal, wie man das mit dem Sound macht. Wir haben jetzt mehrere Spuren mit Sound, also Soundeffekte, dann kommt noch die Musik dazu, die Hintergrundmusik, dann kommen noch einzelne kleine Musikstücke dazu, wie man die anlegt, und zwar im Panorama. Ja, normalerweise habe ich ja jetzt alles nur auf einer Linie. Genau in der Mitte liegen die ganzen Musikstücke und das ist falsch. Die Stimme lässt man in der Mitte und den Rest arrangiert man so, dass es im Panorama liegt, im Stereo-Verhalten eben, ja. So wie ihr im Kino das auch kennt. Ihr hört links und rechts unterschiedliche Sachen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich eine Szene habe, wo eine Straßenbahn fährt und ein Mann hustet, dann kann ich den Mann husten lassen von links und die Straßenbahn fährt von rechts. Das zeige ich euch aber noch. Wichtig ist, dass man verschiedene Stimmen und verschiedene Sounds im Panorama anordnet. Das seht ihr beim nächsten Video. Achtet mal in einem Film darauf, wie oft dort Musik läuft. Und wenn sie noch so ruhig ist, wenn sie noch so dezent ist, es läuft ganz oft Musik. Mit der Musik, egal welche, erzeuge ich eine gewisse Stimmung, so wie mit Farben in Bildern. So ein Film ohne Musik wird gar nicht funktionieren. Das ist wie ein Fußballspiel ohne Kommentator, wenn ich es am Fernsehen schaue. Das funktioniert nicht. Es muss irgendwie was dabei sein. Man muss was im Hintergrund haben, was man hört. Und manche Musikstücke im Film hört man nicht bewusst. Achtet mal darauf. Die sind ganz leise und setzen ganz kurz nur ein. Wenn es nur so leichte Geigen sind,
Aber genau damit erzeuge ich eine Stimmung. Und das ist wichtig, weil der Film wird auf der Musik transportiert. Wie so ein Surfbrett auf der Welle. Achtet mal drauf.